Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich darf Sie herzlich zu dieser Präsentation begrüßen. Zu Beginn der Offenbarung lesen wir, dass uns die Offenbarung gegeben wird, um zu erkennen, was in Kürze geschehen soll. Und dann folgt der Satz, denn die Zeit ist nahe. Was bedeutet das? Sie werden dann einen kurzen Blick darauf werfen, dass wir für die Formulierung von Christus, ich komme schnell, die gleiche Struktur vorfinden wie im ersten Schöpfungsbericht, wo Gott dann bei den einzelnen Schöpfungstagen, und nicht bei allen, sagt, und Gott sah, dass es gut war. Auch hier stellt sich natürlich die Frage, warum gibt es diesen Zusammenhang? Danach gibt es ein paar Bemerkungen über unsere Maßstäbe sowie über das neue Jerusalem. Schauen Sie sich das an. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, in der Offenbarung des Johannes finden wir zwei wesentliche Aussagen. Ich komme bald, denn die Zeit ist nahe. So wesentlich wie diese Aussagen sind, so missverständlich werden sie auch ausgelegt. Zuvor möchte ich aber noch einmal die Struktur der Genesis wiederholen, wie ich sie schon in der ersten Präsentation gezeigt habe. Das ist jetzt aber nicht die erste Präsentation. Und zwar, es gibt im Schöpfungsbericht eben drei Spalten, eine rechte, eine linke Spalte und eine mittlere Spalte. Und mit den ersten drei Schöpfungstagen ist das Grundprinzip der Schöpfung realisiert. Und der erste und der zweite Schöpfungstag haben einen Schöpfungsakt, der dritte Schöpfungstag in der Mitte zeigt ihm zwei Schöpfungsakte und am sechsten Tag finden wir 4 Schöpfungsakte. Das ergibt 10 Schöpfungsakte, die eingeleitet werden mit und Gott sagte oder sprach. Hier sehen Sie jetzt diese gleiche Struktur noch einmal und es ist jetzt eine Aussage eingetragen, die Sie auch kennen, dass am Ende jedes Schöpfungsaktes oder Schöpfungstages Gott sah und siehe, es war gut. Und das können wir fast bei jedem Schöpfungstag lesen, ausgenommen den zweiten Schöpfungstag. Und es gibt dreimal, kommt es zur Segnung, eben am 5., am 6. und am 7. Schöpfungstag. Und wenn wir jetzt uns die 7 Gemeinden anschauen, hier eben entsprechend in dieser Struktur eingetragen finden, sehen Sie jetzt wieder eine Weltpremiere, einen Vergleich dieser Aussage mit der Aussage von Christus, der ihm sagt, ich komme bald, ist hier jetzt eingetragen und das ist weitgehend deckungsgleich. Selbst in der zweiten Gemeinde Smyrna gibt es eben nichts Vergleichbares. Abweichungen finden wir nur in der dritten Gemeinde, wo eben nicht zweimal vorkommt, ich komme bald, aber wir finden im Überwinderspruch dann die Aussage, ich will euch geben eben vom Manna, das ist auf dem Weg durch die Wüste, wird diese himmlische Nahrung gegeben und der Weg durch die Wüste, diese 40 Jahre, das ist nach dem alten jüdischen Wissen eigentlich unser Leben, in dem wir uns befinden. Eine weitere Abweichung gibt es am 6. Tag oder in Philadelphia, dieser Gemeinde. Hier finden wir 4-mal ein Kommen vor. Das würde auch genau dann diesen 4 Schöpfungsdaten entsprechen. Und hier in Grau eingetragen ist, dass dieses erste Kommen bezieht sich nicht auf Christus, sondern auf die in der Synagoge des Satans sind, die werden kommen und vor deine Füße geworfen werden. Das letzte Kommen ist das Herniederkommen des himmlischen Jerusalems. Und also in Summe sehen wir, dass es eine weitgehende, nicht exakte, aber eine weitgehende Übereinstimmung gibt und diese Übereinstimmung soll uns eben etwas sagen. Nämlich in der Offenbarung oder in der Apokalypse sehen wir oder sind wir bisher in der Vergangenheit mit mehr dramatischen und angsteinflößenden Aussagen und Auslegungen konfrontiert worden. Und hier sehen Sie, dass eben dieses Kommen letztlich gut ist, so wie das Gericht, das Richten ein Wiedergutmachen ist. Nun wechseln wir das Thema zu dieser Kernaussage, denn die Zeit ist nah, die wir zu Beginn und am Ende der Offenbarung finden. Es gibt auch eine andere Übersetzung, die etwas erhellender ist, denn der Augenblick ist nah. Und der Augenblick, hier steht in Altgriechischen das Wort Kairos. Und
auch dieser Theologe Carra hat eben schon darauf hingewiesen, der Kairos ist, ist nach der griechischen Tradition nicht ein apokalyptisches Ende, sondern ein Einbruch in die Zeit. Also diese Auslegung, die auch von der Pagels, dieser Religionshistorikerin aus Princeton vertreten wird, ist noch nicht so ganz angekommen in der breiten Meinung. Auch der Philosoph Giorgio Agamben hat immer darauf hingewiesen, das ist das Außerkrafttreten des Gesetzes. Auch Weinreb hat grundsätzlich immer betont und betont in seinen Ausführungen auch immer, es geht um das Durchbrechen der Naturgesetzlichkeit mit dem Augenblick. Und hier ist der Kairos, eine Abbildung dieses griechischen Gottes zu sehen, charakterisiert durch diese deutliche Locke an der Stirn und den kahlen Kopf, den Hinterkopf und die Flügel an den Fersen. Und dieses Relief ist nach einer Bronzestatue des Bildhauers Lysippos aus dem 4. Jahrhundert sozusagen nachgebaut. Und in der allegorischen Beschreibung lesen wir über diesen Kairos, wozu ist der Haarschopf vorne an deiner Stirn? Damit mich ergreifen kann, wer mir begegnet. Warum ist ein Hinterkopf kahl? Wenn ich erst einmal mit meinen geflügelten Füßen vorbeigelaufen bin, wird mich niemand mehr von hinten festhalten, auch wenn er es noch so sehr wünscht. Ich eile vorbei, begegne scharf wie ein Messer und laufe wieder davon. So, hier sehen wir eben eine Qualität einer zeitlichen Aussage, die sich in diesem Gott Kairos wiederfindet. Er verleitet uns ein wenig zur Spekulation, wie kann man ihn festhalten. Wir wissen aus dem Österreichischen, das Glück ist wie ein Vogel, also das lässt sich nicht fangen, festhalten. Aber Weinreb betont dann immer, geht eben um diesen jüngsten Tag, das sehen wir dann folgend. Es gibt auch eine andere Aussage zur Zeit, das ist eben der Kronos. Das ist eher eine Entsprechung für die Zeit, die wir kennen, dieses Fressen der Kinder. Und wann ist es soweit? Ich komme bald, finden wir eben in der Offenbarung, und dieses bald im Altgriechischen steht dort Tacho, und wir kennen dieses griechische Wort in unserem Tachometer, dem Geschwindigkeitsmesser. Und dieser Geschwindigkeitsmesser ist eben, wie wir schon eben richtig sagen, ein Geschwindigkeitsmesser und kein Baltmesser. Und Tacho steht auch für schnell, auf schnelle Weise, ohne Verzögerung, sofort, geschwind, rasch, flink, eilig, kurzhand, plötzlich, prompt, flott, fix, flux. Und es gibt noch andere Bedeutungen, die in diese Richtung weisen. Wir finden auch eine selten Bibelübersetzung. Es gibt aber einige, die eben diese richtigere Aussage oder Übersetzung wählen. Ich komme schnell zu dir und ich komme rasch über dich. Wir haben kaum eine Vorstellung, was das bedeuten würde, wenn rasch über mich der Moment aus dem Ewigen kommt. Und eben Weinreb sagt ihm, der jüngste Tag ist immer das Jetzt. Es gibt keinen jüngeren Tag. Und hier haben wir eine kleine, schwache Begrifflichkeit davon, um was es eigentlich in diesen heiligen Schriften geht, dass wir es zulassen, unseren Panzer aus unserer objektivierten Zeitbetrachtungen ihn durchbrechen lassen. Und es geht hier um unsere Maßstäbe, mit denen wir eben heilige Schriften lesen. Ist es nicht unser Maßstab, so sagt Weinreb, ist es nicht unsere Anmaßung, wie das Wort Anmaßung schon sagt, dass wir die Maßstäbe vom Vergehen der Zeit anwenden auf das Ewige? Es gibt eine Bibelstelle, die uns das ein wenig anschaulich macht, was es bedeutet, eben unsere Maßstäbe eben nicht zu verwenden. Die Bibel durchbricht die Zeit fortwährend, sogar Joshua lässt die Sonne stillstehen. Und das ist eben der Kampf, den Joshua, mit ein anderes Wort für Jehoshua, oder in Kurzform ist dieser Name, ist dem Jesus eine Kurzform Jehoshua, eben stillstehen lässt, diese Naturgesetzlichkeit durchbricht im Kampf gegen die Amoriter, eines der Völker, die aus Kanaan vertrieben werden sollen. Kanaan sind die Kaufleute in uns. Die Amoriter sind die im Recht haben. Und die Moabiter sind deren, die immer an ihrer Religion festhalten und sagen, das ist die richtige Religion. Und die Medianiter sind die ihre Maßstäbe für die richtigen halten. Diese Eigenschaften sind in uns zu töten. Diese Völker sind in uns auszurotten.
Oder ist es vielleicht eine Anmaßung, wenn wir darauf bestehen, dass unsere Maßstäbe gelten sollen, dann allerdings ist die Bibel tot bei uns. Und hier bezieht sich Weinreb nicht nur auf die Bibel, sondern auf alle heiligen Schriften, eben auch auf die Bhagavad Gita, auf die Veden und eben auch alle anderen Schriften. Wir sind dann wie Aussätzige, sagt dem Weinreb, so ist das Markus-Evangelium mit der Begrifflichkeit des Aussätzigen zu verstehen. Es gibt auch andere Stellen in der Bibel, die entsprechend missverstanden ausgelegt werden. Und ich möchte ja deutlich betonen, dass die Rolle der Frau in der Bibel eben eine gleichwertige ist, grundsätzlich gleichbedeutend ist, dass sie eben die gleichen Aufgaben und Funktionen übernehmen soll und muss in der Gesellschaft, in der Familie und in der Bibel, in der Gemeinde ebenso. Auch wenn wir lesen, in der Gemeinde soll die Frau schweigen, das ist eben, wir sind dazu verführt, das entsprechend auszulegen, aber wie ich in der ersten Ausführung der Präsentation schon darauf hingewiesen habe, die Frau nach dem altjüdischen Wissen steht für unsere materielle Welt, unsere Sinneswahrnehmungen, alles, was wir messen können. Und mit diesen Maßstäben der materiellen Welt, unseren Dingen, die wir messen können, können wir keine heiligen Schriften interpretieren oder uns diesen heiligen Schriften nähern. Tun wir das, dann kommt es zu großen Missverständnissen und zu entwürdigenden Aussagen auch der Frau gegenüber. Und was ist das neue Jerusalem? Auch dieses neue Jerusalem wird mit einer Frau verglichen. Jerusalem ist das Erscheinen Gottes in der Vollkommenheit. Eben hier geht es wieder um das Erscheinen in der Welt. Und wenn diese Erscheinung in der Welt oder wir in dieser Erscheinung der Welt das Vollkommene wahrnehmen, dann erfahren wir das neue Jerusalem. Und in der Offenbarung lesen wir für das neue Jerusalem die Hochzeit des Lammes, also Christus, also die Liebe in der Entsprechung ist gekommen. Und seine Frau hat sich bereit gemacht. Also die Frau hier im Sinne von das neue Jerusalem. Sie durfte sich kleiden in Seide, also es steht dort Byssus, das ist feine Muschelfasern, mit denen sie sich festhalten, die Muscheln. Das ist das gerechte Tun. Hier zeigt sich das in der Schöpfung Sichtbare, die Frau als die Vollkommenheit Gottes in der Schöpfung. Das neue Jerusalem, das neue himmlische Jerusalem wird geschenkt, verwendet, verwandelt sich, zeigt sich im schönsten Gewand. Das ist etwas, was nicht irgendwann wir zu einem bestimmten Zeitpunkt X in der Geschichte erleben können, sondern das ist etwas, was jeder Mensch zu jeder Zeit in seinem Leben erleben kann, wenn er sich umwendet, seine Sicht auf die Welt wandelt, nicht vom Baum der Erkenntnis nimmt, also das nicht in den Mittelpunkt stellt, andere Maßstäbe verwendet, dann erleben wir jetzt schon das, was im Ewigen lebt, wie im Ewigen gebaut wird, wie wir im Ewigen erleben werden, auch schon hier in dieser Welt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Am Ende finden wir Sie wieder die entsprechenden Zitate und den Hinweis auf die Facebook-Gruppe. Noch abschließend, es ist wesentlich zu betonen, dass die Offenbarung des Johannes zeigt uns den Weg ins Paradies. Und das neue Jerusalem ist ein gewandeltes Bild für dieses Paradies. Und hier verschränkt sich wieder die Genesis, das erste Buch mit dem letzten Buch. Wir werden aus dem Paradies vertrieben, weil wir vom Baum der Erkenntnis nehmen. Und die Offenbarung zeigt uns, wie wir in das Paradies gelangen, wenn wir ihn nicht mehr vom Baum der Erkenntnis nehmen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.